Grüße euch. Wir haben jetzt nach langem Suchen endlich eine Original-Frontmaske gefunden für unser Schweindal. Wir haben jetzt ein wenig länger suchen müssen, weil wir wollten kein China-Nachbauteil, sondern eben ein Original-VW-Teil wegen der Passgenauigkeit. Genau, wir nehmen lieber ein gebrauchtes, was man ein bisschen aufhübschen muss, aber dafür passt anstelle von einem neuen, was schick ausschaut, aber im Endeffekt dann doch nicht richtig ranpasst. Von dem her bauen wir jetzt die alte Frontmaske ab, tun die hier ein bisschen aufhübschen und bauen sie dann an. Wir haben jetzt so gut es geht den Rost weggeschliffen. Zuerst haben wir es mit dem Aufsatz für die Bohrmaschine probiert, aber schnell gemerkt, der Aufsatz für die Flex ist einfach besser, ist einfach viel höhere Umdrehungszahl. Überall wo jetzt die schön blanken Flächen sind, schmieren wir jetzt Brando Corux drauf. Das ist Grundierung und Rostschutz in einem. Und wo man nicht hinkommt, das kommt dann vor allem an der Karosserie noch zum Tragen, denke ich mal, haben wir Overtrolöl. Es eignet sich wegen seiner guten Kriechfähigkeiten eben für Ecken, wo man nicht so ganz super hinkommt zum Schleifen. Das versiegelt den Rost dann einfach, dass nicht mehr weiter rostet, weil es einfach die Luft- und Wasserzufuhr unterbindet. Während die Grundierung an unserem neuen Frontträger jetzt trocknen kann, werden wir uns mal dran machen, die alte Frontmaske auszubauen. Wie ihr im Video schon gesehen habt, ist die an verschiedenen Stellen festgeschraubt. Zum einen hier oben, hier unten am Y-Träger, unten rüber auch noch und natürlich auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Wir haben dafür den Kühler schon in Wartungsposition gebracht. Weil wir es uns ein bisschen einfach machen wollen, hoffen wir zumindest, dass es einfacher ist, und die ganzen Schläuche hinten nicht abbauen oder abschrauben wollen, werden wir den Kühler hier oben mit einem Seil an die Motorhaube binden. Die stützen wir dafür mit einer Dachleiter ab, dass die hier nicht nachgibt. Und dann sollte das ganz gut zum Austauschen gehen. Hoffen wir mal. Der Kühler ist hier unten mit so einem Plastikscharnier am Frontträger festgemacht. Wir mussten jetzt selber auch erstmal schauen, hier in der Mitte ist sowas wie ein Spannstift, den muss man von der Innenseite nach außen schieben und dann erst kann man die eigentliche Befestigung rausmachen. Der Kühler hängt jetzt eigentlich recht solide hier oben an der Motorhaube. Frei schwingt, da drüben liegt er noch ein bisschen an. Aber jetzt können wir uns dran machen, die Maske auszubauen.
gesehen habt, wir haben den Rost nochmal ordentlich mit der Drahtbürste abgrubbelt, dann alles mit Overdrol behandelt und wie das Overdrol trocken war, dann Brando Corux 3 in 1 drauf geschmiert. Das ist jetzt auch trocken. Jetzt können wir die neue Frontmaske drauf machen und versuchen natürlich auch die ganzen Schläuche, das hat man im Video vorher vielleicht gar nicht so gut gesehen, diese Schläuche und Kabel, die da unten drin liegen, die sind natürlich alle hinten an der Frontmaske befestigt und rangeklipst. Die müssen wir jetzt dann alle wieder festmachen. So, das Werk ist vollbracht. Die neue alte Frontmaske ist drin. Der Unfallschaden ist weg, weil unser Hauptziel ist eigentlich der ganzen Aktion. Wir sind jetzt ganz happy, dass das so drin ist wieder. Wenn man das erste Mal macht, ist doch immer ganz schönes Gefriemel. Welche Schläuche wohin, welche Schrauben lösen, was machen mit dem Kühler. Aber so ist es eben der Lerneffekt, wenn man das erste Mal macht, braucht es länger. Wenn wir es jetzt nochmal machen müssten, dann wir mit Sicherheit einiges schneller. Vor dem Hintergrund hoffen wir, dass das dem einen oder anderen, der das auch vorhat, was bringt, das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Und wer noch nicht abonniert hat, gerne ein Abo, würde uns super freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Ciao. ciao.